Von all den mysteriösen Artefakten und antiken Mythen, die die Menschheitsgeschichte durchdringen und über die wir auf diesem Kanal oft gesprochen haben, gibt es eines, das sich vielleicht von allen anderen abhebt. Eines, das ägyptische Pharaonen und griechische Eroberer, bekannte Philosophen und einige der größten wissenschaftlichen Köpfe aller Zeiten miteinander verbindet. Es wird die Smaragdtafel genannt und ist seit Tausenden von Jahren als Quelle geheimen Wissens über das Universum, magische Kräfte und vielleicht sogar als Aufzeichnung der sagenumwobenen verlorenen Stadt Atlantis bekannt. Wenn Sie schon einmal von der Smaragdtafel gehört haben, vergessen Sie alles, was Sie schon wissen. Und wenn Sie noch nichts davon gehört haben, machen Sie es sich bequem, denn Sie erwartet eine der erstaunlichsten Geschichten der Menschheit. Sind Sie fasziniert von der rätselhaften Anziehungskraft alter Zivilisationen, ihrer reichen Symbolik und der zeitlosen Schönheit ihrer Kunstfertigkeit? Die Geschichte beginnt mit einem ägyptischen Gott namens Thoth, einem der ältesten und wichtigsten Götter im ägyptischen Pantheon, der aus der vordynastischen Zeit vor etwa 8000 Jahren stammt. Thoth wird normalerweise in menschlicher Gestalt mit dem Kopf des heiligen Vogel Ibis dargestellt und war den Ägyptern sowohl als Schreiber als auch als Schiedsrichter der Götter bekannt, als Wesen, das die Ereignisse im Himmel und für die gesamte Menschheit aufzeichnete. Er nutzte sein immenses Wissen, um über Streitigkeiten zwischen Gottheiten zu urteilen. Um seine Aufzeichnungen zu erstellen, soll Thoth die Schrift erfunden und die frühesten Hieroglyphen geschaffen haben. Der ägyptischen Mythologie zufolge hat Thoth tatsächlich sein gesamtes Wissen in Zehntausenden von Manuskripten niedergeschrieben, in denen er die frühesten Grundlagen der Wissenschaft, des Rechts, der Kunst, der Philosophie, der Mathematik und der Magie festhält. Aber von all seinen Werken ragte eines heraus. Bekannt als die Smaragdtafel soll sie der Ort gewesen sein, an dem Thoth die größten Geheimnisse aufzeichnete. Geheimnisse, wie man die Existenz eines Menschen verändert und eins mit dem Universum wird. In den ältesten Tagen der ägyptischen Zivilisation sollen die Smaragdtafel und die übrigen Werke Thoths von einer alten Priesterschaft verborgen gehalten worden sein und nur den höchsten Eingeweihten zugänglich gemacht worden sein. Was im Laufe der Zeit aus diesen Werken wurde, ist unklar. Einige sagen, dass mit der Entstehung neuer Dynastien und dem Übergang Ägyptens in die Pharaonenzeit die alte Priesterschaft ihre Autorität verlor und aus Ägypten vertrieben wurde, wobei sie Thoths Werke mitnahm und das Wissen bis zum heutigen Tag an einem geheimen Ort bewahrte. Andere sagen, dass Thoth, als er die Erde verließ, seine Werke versteckte, damit kein Mensch sie finden konnte und nur er sie bei seiner Rückkehr wieder erlangen könnte. Andere dachten einfach, dass ein sich veränderndes Ägypten bedeute, dass das Wissen für immer verloren ginge. Als Ägypten begann, sich durch die pharaonischen Dynastien zu bewegen, standen die Werke Thoths jedenfalls irgendwo im Hintergrund, eine Geschichte aus der fernen Vergangenheit, verschwunden, aber nicht vergessen. So geschah es bis zum Erscheinen eines Pharaos namens Echnaton, der Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus an die Macht kam. Der ursprünglich als Amenophis bekannte Pharao war mit der Geschichte von Thoth bestens vertraut und machte sich nach seiner Machtübernahme sofort auf die Suche nach den verlorenen Werken. Der Legende nach gelang es ihm, sie zu finden, darunter auch die Smaragdtafel, und was er herausfand, veränderte sein Leben, seine Herrschaft und Ägypten insgesamt völlig. Sofort begann er, die ägyptische Priesterschaft und ihr Pantheon von Göttern und Göttinnen herauszufordern und gründete eine neue monotheistische Religion, die die Sonne als das eine darstellte, die Quelle aller Schöpfung und Macht. Hier änderte er seinen Namen von Amenophis in Echnaton, was der dem einen dient bedeutete. Als Echnaton stellte er die ägyptische Kultur auf den Kopf, indem er die langjährigen Rituale des Priestertums ablehnte und stattdessen das Konzept eines Lebens in Wahrheit im Einklang mit dem natürlichen kosmischen Gesetz förderte. Er förderte neue, aufregende Kunst, erhöhte den Status der Frauen in ganz Ägypten und gab sogar die traditionelle Hauptstadt Theben auf,
gründete eine neue Hauptstadt, bekannt als Akhenaton. Es überrascht nicht, dass diese dramatischen Veränderungen die bestehende Machtstruktur wütend machten und nach 17 Jahren Herrschaft verschwand Echnaton auf mysteriöse Weise, wobei allgemein angenommen wird, dass er von der Priesterschaft ermordet wurde. Seine sterblichen Überreste wurden nie gefunden. Nach seinem Verschwinden machte sich der neue Pharao mit der Unterstützung der Priesterschaft sofort daran, die Dinge wieder in den alten Zustand zu versetzen, indem er Echnatons Hauptstadt und alle Aufzeichnungen über seinen neuen Weg zerstörte. Auch hier ging Thoths Werk verloren und verschwand, als die Mächte versuchten, alle Spuren Echnatons zu beseitigen. Doch obwohl die Werke von Thoth erneut verloren gingen, war die Geschichte nicht verloren. Vielmehr begann sie, sich in zahlreiche andere Traditionen der Region und der gesamten Welt einzuweben. Die Israeliten zum Beispiel wurden während ihrer Gefangenschaft in Ägypten auf die Geschichte von Thoth aufmerksam und integrierten sie in ihren eigenen religiösen Glauben. Einige religiöse Kulte begannen zu behaupten, dass Thoth in Wirklichkeit der biblische Seth sei, der dritte Sohn von Adam und Eva, und dass er die Smaragdtafel geschrieben habe, um der Menschheit zu zeigen, wie sie sich im Garten Eden von den Sünden seiner Eltern erlösen könne. Dieser Ansicht zufolge glaubten einige, dass die Tafel über Generationen hinweg bis zu Noah gelangt sei, der sie mit auf seine Arche nahm, bevor er sie nach der großen Sintflut in einer Höhle versteckte. Während andere darauf bestanden, dass die Tafel Miriam gegeben worden sei, der Tochter von Moses, die sie in die mythische Bundeslade legte. An anderer Stelle behaupten andere religiöse Kulte, Thoth sei nicht Seth, sondern Henoch, der biblische Urgroßvater Noahs und Autor des mysteriösen Buches Henoch. Laut diesem Buch war Henoch ein Bote zwischen Göttern und der Menschheit, eine klare Überschneidung mit dem mythischen Tod. Unabhängig davon gab es, als die Legende wuchs und sich verbreitete, kein Anzeichen mehr für das verlorene Werk von Thoth oder seine legendäre Smaragdtafel. Das war bis zum 4. Jahrhundert vor Christus, als der größte Eroberer der Menschheitsgeschichte in Ägypten eintraf. Nachdem er Ägypten in sein wachsendes griechisches Reich eingegliedert hatte und sich 332 vor Christus Pharao nannte, war Alexander besessen davon, das verlorene Werk von Thoth zu finden und glaubte daran, die Smaragdtafel enthält Geheimnisse, die einen Menschen in einen Gott verwandeln können. Als Alexander den genauen Ort von Thoths Grab entdeckte, in dem vermutlich die Smaragdtafel aufbewahrt wurde, begab er sich umgehend auf eine Reise durch die libysche Wüste in Richtung Siwa. In diesem Tempel gelangte Alexander in den Besitz der Smaragdtafel. Er ergriff die Tafel und die dazugehörigen Schriftrollen und reiste nach Heliopolis, wo er die Schriftrollen in den Archiven des Ortes deponierte. Anschließend nahm es Alexander auf sich, die Grenzen der aufstrebenden Stadt Alexandria abzustecken. Diese Stadt würde bald die Heimat einer großen Bibliothek sein, die eingerichtet wurde, um die wertvollen Texte unterzubringen und sorgfältig zu studieren. Natürlich blieb Alexander nicht für immer in Ägypten. Im Jahr 327 vor Christus nahm er seine Armee und zog weiter, um seine Eroberungszüge in Indien fortzusetzen. Nach seiner Rückkehr von seinem Feldzug starb Alexander auf mysteriöse Weise und die Todesursache ist bis heute unbekannt. Wie das Grab des Pharaos Echnaton und seiner Frau Nofretete wurde auch das Grab Alexanders nie entdeckt. Aber was geschah mit den Werken von Thoth und der Smaragdtafel? Waren sie im Grab Alexanders versteckt? Oder waren sie irgendwo anders platziert und warteten darauf, dass wir sie entdeckten? Unabhängig davon, wohin diese Werke verschwanden, verschwand nach dem Tod Alexanders nicht das griechische Interesse an Thoth. Tatsächlich begannen die Griechen, Thoth als so legendär zu betrachten, dass sie ihn in ihr eigenes Götterpantheon einbauten und ihn mit dem existierenden Gott Hermes gleichsetzten. Dass Thoth und Hermes ein und derselbe waren, ergab für die Griechen Sinn. Beide galten als Boten der Götter und Förderer der Gelehrsamkeit, Förderer der Schrift und der Worte. So begann man Thoth und Hermes gemeinsam zu verehren, wobei die Griechen sogar so weit gingen, die ägyptische Stadt Chemeno, in der sich der Tempel des Thoth befand, in Hermopolis,
statt des Hermes umzubenennen. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Griechen langsam ihre Macht und wurden durch das Römische Reich ersetzt. Als dies geschah, begannen die Römer, die Legende von Tod und ihre Überschneidung mit Hermes noch weiter auszudehnen. Wichtige römische Denker begannen sich zu fragen, ob Tod vielleicht überhaupt kein Gott gewesen war, sondern ein Mensch, ein Prophet, irgendwann tief in der Vergangenheit, einer mit solcher Weisheit, dass er ein Gott im ägyptischen Pantheon wurde. Viele glaubten, dass dies der Fall sei und gaben dem Propheten sogar einen Namen: Hermes Trismegistus. Der Ehrentitel Trismegistus, was 3-mal Götter bedeutet, wurde hinzugefügt, um diesen Mann vom Gott Hermes zu unterscheiden. Im Laufe der Jahre wuchs die Legende von Hermes Trismegistus. Einige begannen zu behaupten, er sei ein Zeitgenosse von Moses, während andere glaubten, er sei der Vater der Philosophie und sein Werk beeinflusste Denker wie Platon und Pythagoras. Mit der Zeit wurde angenommen, dass Hermes Trismegistus ein Prophet war, der zwischen der göttlichen und der menschlichen Welt schwebte und irgendwann in der Vergangenheit göttliche Offenbarungen empfing und aufzeichnete. Wie in der Geschichte von Tod beschrieben, glaubte man, dass Hermes Trismegistus das gesamte Wissen, das er in diesen Offenbarungen erhalten hatte, in einer Reihe von Manuskripten niedergeschrieben hatte, darunter einer Smaragdtafel. Bald tauchten im gesamten römischen Reich Schriften auf, die Hermes Trismegistus zugeschrieben wurden. Dazu gehörte eine Reihe von Werken, die zusammen als Hermetiker bekannt sind und sich mit philosophischen und theologischen Themen sowie den mystischen Künsten, der Alchemie und Theurgie befassten. Ob Werke wie die Hermetiker tatsächlich von einem antiken Autor namens Hermes Trismegistus stammten, war unklar. Könnte es sich dabei um Kopien der Werke gehandelt haben, die angeblich von Alexander dem Großen und Pharao Echnaton entdeckt, lange verborgen und mit zunehmender Akzeptanz in der Bevölkerung enthüllt wurden? Als die angeblichen Schriften des Hermes Trismegistus im gesamten römischen Reich populär wurden, interessierte sich besonders ein Mann namens Apollonius von Tyana für sie. Er wurde irgendwann im 1. Jahrhundert nach Christus geboren und kam als junger Mann zum ersten Mal mit den Schriften in Berührung und war von ihnen so fasziniert, dass er beschloss, sich auf die Suche nach den anderen verlorenen Werken zu machen, darunter die legendäre Smaragdtafel. Historischen Aufzeichnungen zufolge führte ihn diese Suche zu einem abgelegenen Tempel, der versteckt in den Bergen lag. Dort traf er ein Orakel, das ihm sagte, dass sich die Antworten, nach denen er suchte, unter einer Hermes-Statue in Tyana befänden. Als er die Statue fand, bemerkte er, dass sie eine seltsame Inschrift trug, die lautete: Ich bin Hermes, der dreifache Weise. Ich habe dieses Zeichen öffentlich aufgestellt, doch in meiner Weisheit habe ich es verschleiert, so dass nur ein Weiser wie ich es finden kann. Wer das Geheimnis der Schöpfung und die Kunst der Natur kennenlernen will, sollte unter meine Füße schauen. Sofort begann Apollonius von Tyana unter der Statue zu graben, wo er einen unterirdischen Gang fand, der tief in die Erde führte. Als er in die Dunkelheit des Durchgangs blickte, erschien plötzlich ein alter Mann in seinem eigenen Ebenbild vor ihm und flehte ihn an, eine Glaslampe herzustellen und den Durchgang zu erkunden. Schockiert fragte er den alten Mann, wer er sei, worauf der alte Mann antwortete: Ich bin deine perfekte Natur. Er glaubte, dass dieses scheinbar übernatürliche Ereignis sicherlich bedeuten musste, dass er am richtigen Ort war, und machte sich mit einer Lampe auf den Weg durch den Gang, bis er tief in der Erde eine Kammer erreichte. Er war fassungslos, als er in dieser Kammer ein Skelett auf einem goldenen Thron sitzen sah. In den Händen des Skeletts befanden sich ein Buch und eine leuchtende Smaragdtafel. Diese Geschichte ist nicht nur eine weitere Geschichte der angeblichen Entdeckung der lange verschollenen Smaragdtafel wie die von Alexander und Echnaton, sondern der Beginn einer Geschichte über eine der rätselhaftesten Figuren dieser Zeit. In allen Schriften aus dieser Zeit, sowohl in seinem eigenen Werk als auch in den biografischen Werken anderer, wird Apollonius von Tyana als eine Art Mystiker, eine Art magische Figur dargestellt.
Es heißt, dass Apollonius von Tyana nach dem Erwerb der Smaragdtafel und der antiken Werke des Hermes Trismegistus den Rest seines Lebens damit verbrachte, durch die antike Welt zu reisen, durch Griechenland und Ägypten, Persien, Nordafrika, Europa und sogar Indien. Auf diesen Reisen wurde er für seine Fähigkeit bekannt, in Visionen die Zukunft vorherzusagen, Kranke zu heilen und magische Talismane zu erschaffen, die Menschen vor Überschwemmungen, Hungersnöten und Insekten schützten. Waren diese Kräfte nur Mythen oder hatten sie etwas mit dem Wissen zu tun, das er aus der Smaragdtafel gewonnen hatte? Wie vorherzusehen war, führten diese ungewöhnlichen Kräfte dazu, dass Apollonius von Tyana oft von der bestehenden Machtstruktur verfolgt wurde, deren Autorität er in Frage stellte. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass er von Kaiser Nero wegen Hochverrats verhaftet wurde, doch die Anschuldigungen verschwanden auf magische Weise von dem Pergament, auf dem sie vor Gericht geschrieben waren, was seine Freilassung erzwang. Später wurde er von Kaiser Domitian verhaftet. Als er den Gerichtssaal betrat, verfiel er in einen meditativen Zustand, der alle Anwesenden erfasste. Domitian war verwirrt und sprach ihn mit entrückter Stimme frei. Apollonius von Tyana seinerseits behauptete, seine ungewöhnlichen Kräfte seien das Ergebnis von Wissen, das Gott den Weisen offenbart. Meinte er das Wissen, das die Götter Hermes Trismegistos offenbart hatten? Diese Frage blieb unbeantwortet. Nach seinem Tod versuchten Gegner und insbesondere Christen, die glaubten, er sei Jesus zu sehr ähnlich, Apollonius von Tyana aus den historischen Aufzeichnungen zu streichen. Im Jahr 400 nach Christus hatten sie fast alles zerstört, was er jemals geschrieben hatte, und vieles, was über ihn geschrieben worden war, so wie es die ägyptischen Priester all die Jahre zuvor mit Echnaton getan hatten, nachdem auch er angeblich die Smaragdtafel entdeckt hatte. Wieder verschwand die Smaragdtafel aus der Geschichte. Einige sagten, sie sei beim Brand der Bibliothek von Alexandria zerstört worden. Andere meinten, sie sei von den Tempelrittern mitgenommen worden. Und wieder andere sagten, sie sei von der Kirche gestohlen und im Geheimarchiv des Vatikans versteckt worden. Wenn Sie unser umfassendes Video über die Geheimarchive des Vatikans gesehen haben, dann mag diese letzte Option durchaus möglich klingen. Es gab jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen Apollonius von Tyana und anderen Persönlichkeiten, die angeblich die Smaragdtafel entdeckt hatten. Während die Smaragdtafel nach seinem Tod erneut verloren ging, blieb ihr Text erhalten. Apollonius von Tyana hatte tatsächlich niedergeschrieben, was darin stand, und Kopien dieser Übersetzung blieben erhalten, obwohl ein Großteil seiner Erinnerung zerstört wurde. Diese Kopien wurden jahrhundertelang aufgrund heftigen Widerstands gegen ihre Existenz geheim gehalten, bis irgendwann um die Wende zum 8. Jahrhundert nach Christus schließlich eine Übersetzung auftauchte. Damals wurde ein Buch mit dem Titel Sir al-Khaliqa wa Sanat al-Tabia oder Die Geheimnisse der Schöpfung und die Kunst der Natur veröffentlicht. Ein arabischer Text, der angeblich eine Kopie des Originals war. Das Werk des Apollonius von Tyana. Das Buch enthielt eine direkte Übersetzung der Smaragdtafel, eine Aufzeichnung, die zum ersten Mal in der Geschichte für jedermann sichtbar niedergeschrieben wurde. Sie lautete: Es ist wahr, ohne zu lügen, gewiss und höchst wahr. Das, was unten ist wie das, was oben ist. Und das, was oben ist wie das, was unten ist, um die Wunder einer einzigen Sache zu tun. Und wie alle Dinge aus einem waren und entstanden sind durch die Vermittlung des einen, so haben alle Dinge ihre Geburt aus diesem einen Ding durch Anpassung. Die Sonne ist ihr Vater, der Mond ihre Mutter. Der Wind hat es in seinem Bauch getragen, die Erde ist seine Amme. Der Vater aller Vollkommenheit auf der ganzen Welt ist hier. Seine Kraft oder Macht ist vollständig, wenn sie in Erde umgewandelt wird. Trenne die Erde vom Feuer, das Subtile vom Groben, sanft und mit großem Fleiß. Es steigt von der Erde zum Himmel auf und steigt wieder zur Erde hinab und empfängt die Kraft der höheren und niederen Dinge. Auf diese Weise wirst du den Ruhm der ganzen Welt erlangen und dadurch wird alle Dunkelheit von dir verschwinden.
Seine Kraft ist über allen Kräften, denn es besiegt alles Subtile und durchdringt alles Feste. So wurde die Welt erschaffen. Daraus entstehen bewundernswerte Anpassungen, deren Mittel oder Prozess hierin liegt. Daher werde ich Hermes Trismegistus genannt, da ich die 3 Teile der Philosophie der ganzen Welt habe. Das, was ich über die Wirkungsweise der Sonne gesagt habe, ist erfüllt und beendet. Unmittelbar nach seinem Erscheinen begann der Text sich in der arabischen Welt zu verbreiten. Er erschien in zahlreichen Werken und wurde von den besten Denkern seiner Zeit analysiert. Erst Hunderte von Jahren später gelangte der Text jedoch erstmals nach Europa, als er im 12. Jahrhundert von Hugo von Santalla ins Lateinische übersetzt wurde. Doch als es soweit war, entzündete es einen Funken, der Jahrhunderte nicht erlöschen sollte. Im Mittelalter begann die Alchemie in Europa als ein Bereich der Protochemie populär zu werden, in dem sich die Praktiker auf die Manipulation von Materie konzentrierten, um magische Substanzen herzustellen, vor allem eine Substanz, die als Stein der Weisen bekannt ist und die Fähigkeit besitzt, unedle Metalle in Gold umzuwandeln. Viele der großen Denker im Europa des Mittelalters sowie der Renaissance und der Reformation waren Alchemisten, darunter auch bis heute bekannte Koryphäen, wie die berühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler, der große medizinische Pionier Paracelsus, Robert Boyle, der Vater der modernen Chemie und sogar der Kaiser des Römischen Reiches, Rudolf II. Und viele andere. Im Mittelpunkt ihrer Studie stand die Smaragdtafel, die in zahlreichen Übersetzungen und nahezu endlosen Kommentaren in ganz Europa erschien und deren Text ein regelmäßiges Beiwerk für jeden ist, der über wichtige Dinge nachdenkt. Natürlich war die tatsächliche Bedeutung der Smaragdtafel nicht ganz klar, weshalb sie Gegenstand zahlreicher Interpretationen und Studien war, um zu versuchen, ihre wahren Geheimnisse aufzudecken. Zunächst glaubten Alchemisten, dass die Smaragdtafel ein verschlüsseltes Rezept enthalten müsse, das den Laborprozess zur Herstellung des Steins der Weisen beschreibe. Im 15. Jahrhundert begannen sich jedoch die gängigen Ansichten über den Stein der Weisen zu ändern und es herrschte die Überzeugung, dass es sich dabei nicht um eine buchstäbliche Umwandlung von unedlem Metall in Gold handelte, sondern vielmehr um eine Allegorie für eine spirituelle Transformation, das Streben danach. Der Stein der Weisen bezeichnet im Grunde die psychologischen Schritte, die ein Individuum unternehmen muss, um spirituelle Verwirklichung zu erreichen. Auf diese Weise begann man, den Text der Smaragdtafel als Anleitung zum Erreichen dieser Transformation und zum Erlangen eines Verständnisses für die wahre Natur des Universums zu betrachten. Deshalb war er für so viele revolutionäre Denker so wichtig. Aber für einen revolutionären Denker könnte es noch viel weiter gegangen sein. Heute kann man ohne Übertreibung sagen, dass Isaac Newton einer der größten Wissenschaftler und revolutionärsten Köpfe aller Zeiten war. Sein bahnbrechendes Werk von 1687, die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie, ist eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der Wissenschaft und legt die Bewegungsgesetze und sein berühmtes Schwerkraftgesetz dar. Wussten Sie jedoch, dass viele von Newtons Werken nichts mit dem zu tun hatten, was man als Mainstream-Wissenschaft bezeichnen würde, sondern sich stattdessen auf die Kunst der Alchemie konzentrierten? Das ist wahr. Im Laufe seines Lebens schrieb Newton über 1 Million Wörter über Alchemie, die für ihn die alte Weisheit darstellte, die es ihm ermöglichen würde, alle Geheimnisse der Naturphilosophie zu entschlüsseln. Je mehr Newtons persönliche Aufzeichnungen in der Neuzeit veröffentlicht wurden, desto deutlicher wurde tatsächlich, wie tiefgreifend sein alchemistisches Streben war. Es wurde festgestellt, dass er Jahre damit verbrachte, ein Rezept für den magischen Stein der Weisen zu finden. Ein Streben, von dem Newton glaubte, dass es ihm erlauben würde, das Feuer im Herzen der Welt zu verstehen. Er interessierte sich auch sehr für die Smaragdtafel und verfasste sogar eine eigene Übersetzung des Textes, die bis heute erhalten ist. Er glaubte, dass das Tablett eine Plattform für seine Experimente darstellte und eine unendliche Gedankenwelt potenzieller Entdeckungen bot. Kurz gesagt,
Der Isaac Newton, den wir heute als stoischen Wissenschaftler betrachten, der sich mit der Arbeit an den Grundgesetzen der Bewegung beschäftigt, war in Wirklichkeit viel mehr als das. Als der Ökonom John Maynard Keynes, einer der großen Köpfe des 20. Jahrhunderts, in den 1930er Jahren eine Schachtel mit Newtons Schriften kaufte, kam er tatsächlich zu einem unglaublichen Schluss. In seinen Worten: Newton war nicht der erste Wissenschaftler des Zeitalters der Sinne. Er war stattdessen der letzte Magier, der letzte Babylonier und Sumerer, der letzte große Geist, der sich mit der Welt des Denkens und des Sichtbaren beschäftigte, mit den gleichen Augen wie diejenigen, die vor etwas weniger als 10.000 Jahren begannen, unser intellektuelles Erbe aufzubauen. Doch hinter Newtons Alchemie steckte mehr, etwas weitaus Wichtigeres und weitaus Bahnbrechenderes als seine Jagd nach dem Stein der Weisen. Je mehr Menschen den Alchemisten Isaac Newton verstehen, desto mehr wird ihnen klar, wie sehr die Alchemie und die Smaragdtafel seine anderen wissenschaftlichen Aktivitäten beeinflusst haben. Nehmen Sie Newtons berühmtesten Beitrag zur Wissenschaft, das Gesetz der Schwerkraft. Die Geschichte, die erzählt wird, besagt, dass ihm die Idee im wahrsten Sinne des Wortes kam, als er von einem Apfel, der von einem Baum fiel, am Kopf getroffen wurde. Kehren Sie jedoch zur Smaragdtafel zurück und untersuchen Sie die Zeile: Seine Kraft ist größer als alle Kraft, denn sie besiegt jedes subtile Ding und durchdringt jedes feste Ding. Klingt das nicht genau nach Newtons Beschreibung der Schwerkraft als der Kraft, die einen Körper zum Erdmittelpunkt oder zu einem anderen physischen Körper mit Masse zieht? Ist es möglich, dass nicht ein fallender Apfel die Theorie inspirierte, sondern die Smaragdtafel? Viele glauben es. Gehen Sie weiter und schauen Sie sich die Zeile auf der Smaragdtafel an, die verkündet: Daher werde ich Hermes Trismegistus genannt, der die 3 Teile der Philosophie der ganzen Welt besitzt. Beachten Sie die Überschneidung mit Newtons 3 physikalischen Gesetzen, die zusammen die Beziehung zwischen einem Körper und den auf ihn einwirkenden Kräften sowie seine Bewegung als Reaktion auf diese Kräfte beschreiben. Auch hier glauben viele, dass es die Smaragdtafel war, die Newton als Plattform für die Entwicklung dieser Theorie nutzte. Treten Sie einen Schritt zurück und erkennen Sie, was hier gesagt wird. Die Smaragdtafel beeinflusste und leitete einfach einen der größten Denker aller Zeiten und trug dazu bei, die Grundlage der modernen Wissenschaft zu bilden. Wenn das Erbe der Smaragdtafel hier aufhören würde, würde das ausreichen, um sie zu einem der wichtigsten Dokumente der Menschheitsgeschichte zu machen. Aber dabei blieb es natürlich nicht. Seit der Ära Newtons wird die Smaragdtafel weiterhin untersucht und nach Geheimnissen durchforstet, die spirituelle New Age-Bewegungen und moderne Denker beeinflusst haben. Es war jedoch das Jahr 1925, als sich alles änderte und die Legende der Smaragdtafel auf eine andere Ebene gehoben wurde. Einem Mann namens Maurice Doreal zufolge gab es nicht eine Smaragdtafel, sondern 10. Als Claude D. Dodgin 1902 im ländlichen Oklahoma geboren wurde, war schon in jungen Jahren klar, dass es sich um den Mann handelte, der als Maurice Doreal bekannt werden sollte. Im Alter von 3 Jahren begann er Visionen zu haben, in denen er von mystischen Wesen besucht wurde, die mit ihm sprachen und ihre Geheimnisse enthüllten. Darüber hinaus schrieb er später, dass er, als er zur Schule ging, feststellte, dass er bereits alles wusste, was gelehrt wurde, weil er die Erfahrungen und das Wissen aus früheren Leben, die er gelebt hatte, bewahrt hatte. In seinen Worten: Als ich in dieses Leben hineingeboren wurde, hatte ich eine vollständige Erinnerung an meine vergangenen Leben und Inkarnationen. Und ich musste nie wieder die vergessenen Dinge studieren, die die meisten von uns tun. Ich musste nicht lesen und schreiben lernen. Ich musste weder Mathematik noch Physik noch Chemie noch irgendetwas anderes lernen, weil ich mir dieses Wissen in der Vergangenheit angeeignet und meine Errungenschaften aus der Vergangenheit beibehalten hatte. Trotzdem machte er nicht viel aus seinem Leben. Er hüpfte herum und arbeitete bis in seine frühen 20er Teilzeit als Landschaftsgärtner. Das war bis 1925, als Doreal eine Vision hatte,
die sein Leben für immer verändern würde. In dieser Vision wurde ihm von einem mysteriösen Wesen gesagt, er solle nach Kalkutta in Indien reisen und dort einen Reiseführer treffen, der ihm auf einer wichtigen Reise helfen würde. Und so reiste er und traf den Reiseführer, der ihn nach Ägypten führte und ihm sagte, wo er die legendären, verlorenen Smaragdtafeln von Tod finden könne. Laut Duriel waren sie im Besitz einer Gruppe namens die Große Weiße Bruderschaft, die die Tafeln über unzählige Generationen hinweg bewacht hatte, und tatsächlich gab es nicht eine, sondern 10 Tafeln. Ihm wurden diese Tafeln gezeigt, die aus einer sehr mysteriösen smaragdgrünen Substanz hergestellt wurden, die durch alchemistische Transmutation hergestellt wurde und völlig unvergänglich, resistent gegen die Elemente, Säure oder Korrosion ist. Obwohl er die Tafel nicht mitnehmen durfte, wurde ihm das Recht eingeräumt, sie zu übersetzen. Als Duriel mit diesen Übersetzungen nach Hause zurückkehrte, gründete er auf der Grundlage des darin enthaltenen geheimen Wissens die Bruderschaft des Weißen Tempels. Im Jahr 1939 veröffentlichte Duriel ein Buch, das alles enthielt, was er von den Tafeln übersetzt hatte. Das Buch trug den Titel »Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta«. Und wie der Titel schon vermuten lässt, enthüllte es, dass die Geschichte von Tod nicht im alten Ägypten begann, sondern auf dem mythischen verlorenen Kontinent Atlantis. Unmittelbar nach der Veröffentlichung sorgte das Buch für Aufsehen, da viele Kritiker behaupteten, Duriel habe sich das Ganze ausgedacht. Diese Kritiker erhielten eine Kopie seines Reisepasses, aus dem hervorging, dass er weder nach Indien noch nach Ägypten gereist war, was scheinbar ihren Standpunkt bestätigte. Darauf antwortete Duriel, dass er diese Länder nicht tatsächlich persönlich bereist habe, sondern dass es seine astrale Präsenz sei, die die Reise ermöglicht habe. War Duriels Geschichte real oder einfach das Produkt einer überaktiven Fantasie? Oder, schlimmer noch, die Überlegungen eines Betrügers? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst ansehen, was in dem Buch steht, die unglaublichen Geheimnisse, die Duriel aus den Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta erlangt hat. Dem Buch zufolge wurde der mythische Kontinent Atlantis in der fernen Vergangenheit von Wesen gegründet, die als Kinder des Lichts bekannt sind. In dem Buch heißt es, vor langer Zeit blickten die Kinder des Lichts verloren in der Raumzeit auf die Welt herab. Sehen sie die Kinder der Menschen in ihrer Knechtschaft, gebunden durch die Kraft, die von jenseits kam? Das wussten sie. Nur durch die Befreiung von der Knechtschaft konnte der Mensch jemals von der Erde zur Sonne aufsteigen. Sie stiegen herab und schufen Körper, wobei sie sich das Aussehen eines Menschen zu eigen machten. Diese Kinder des Lichts lebten neben den Menschen in Atlantis, um ihnen modernes Wissen zu vermitteln und sich mit ihnen zu kreuzen. Interessanterweise ähnelt dieser Bericht den alten sumerischen Legenden über die Anunnaki, die angeblich vom Himmel auf die Erde gekommen seien und dabei geholfen hatten, die moderne Menschheit zu gründen. Dem Buch zufolge war Tod der Sohn eines dieser Kinder des Lichts, eines Hohepriesters namens Totme, der Botschaften zwischen Menschen und den Kindern des Lichts überbrachte. Aus diesem Grund erhielt Tod schon früh in seinem Leben die Gelegenheit, Zeit mit dem Schöpfer der atlantischen Zivilisation zu verbringen, einem Wesen namens der Bewohner, wo er die Kunst der Weisheit und die Geheimnisse der großen Rätsel des Universums lernte. Nachdem er dies getan hatte, wurde Tod dafür verantwortlich, das alte Wissen, das ihm beigebracht worden war, aufzuzeichnen und aufzubewahren, ähnlich wie er es im ägyptischen Mythos getan haben soll. Sein Zuhause im Atlantis soll aus 2 Inseln im Atlantischen Ozean in der Nähe des Mittelmeers bestehen. Seine Bewohner waren eine hochentwickelte Zivilisation, die über wahres religiöses und philosophisches Wissen verfügte. Und doch, so heißt es in dem Buch, begann sich die spirituelle Kultur von Atlantis zu verschlechtern, was Tod und andere wussten, dass dies zu einer Katastrophe führen würde. Und als Atlantis im Meer versank, flohen Tod und andere spirituelle Meister in einem fliegenden Schiff und breiteten sich über die ganze Welt aus. Tod reiste nach Ägypten, brachte seine Aufzeichnungen über geheimes Wissen mit und regierte 10.000 Jahre lang als Königspriester,
half den Ägyptern beim Aufbau einer fortschrittlichen Zivilisation und blieb im ägyptischen Pantheon als Gott in Erinnerung. Andere gingen woanders hin, so nach Süd- und Mittelamerika, Indien und darüber hinaus und brachten jeweils ihr geheimes Wissen mit und halfen bei der Gründung und Entwicklung der alten Zivilisationen der Welt. Aber was war das geheime Wissen, das Tod und andere Atlanter in die Welt brachten? Duriels Buch behauptet, dass alles auf den Smaragdtafeln aufgezeichnet ist. Das Buch spricht von der Weisheit, die die Grundlage unserer gesamten Existenz bildet, der Natur, des Kosmos und des Göttlichen. Es geht um Reinkarnation und Unsterblichkeit, um fortschrittliche Technologie, die Fähigkeit, Energie zu erzeugen und Materie zu manipulieren und um die magischen Geheimnisse, die die Grundsätze der Alchemie bilden. Tatsächlich wird in dem Buch sogar behauptet, dass es die auf den letzten beiden Tafeln gefundenen Informationen auslässt, was so umwerfend war, dass Duriel von den Bewahrern der Tafel angewiesen wurde, die Informationen nicht an die Welt weiterzugeben. Natürlich ist Duriels angebliche Übersetzung, wie die Smaragdtafel von Isaac Newton und Apollonius von Tyana, kryptisch geschrieben, auf eine Weise, die Raum für unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen eröffnet. Unterschiedliche Rezepte für das, was die geheime Weisheit vorschreibt. Ist das alles nur Unsinn oder enthüllt es wirklich die Geheimnisse des Universums? Manche meinen, wenn es fast 100 Jahre später noch existiert, muss es etwas aussagen. Ist es wirklich möglich, dass der mythische Kontinent Atlantis existierte und dass eine Aufzeichnung dieser Existenz und des Untergangs des Kontinents im Werk von Duriel aufgezeichnet ist? Wenn ja, wer waren die Kinder des Lichts, die es gegründet haben? Könnte Duriels Geschichte ein weiterer Beweis für antike außerirdische Besucher sein, die zur Gründung der Menschheit beigetragen haben? Und könnten die alten Zivilisationen der Menschheit wirklich von den Überlebenden einer viel älteren, fortgeschrittenen antiken Zivilisation beeinflusst und unterstützt worden sein? Oder vielleicht hat Duriel sich alles nur ausgedacht. Aber selbst wenn er das getan hätte, können wir definitiv Folgendes über Tod und sein geheimes Wissen sagen. Die ursprüngliche Smaragdtafel, die für so viele alte Traditionen wichtig war, hat durch ihren Einfluss auf Isaac Newton und andere zweifellos den Lauf der Geschichte verändert und hat den Geist einiger der größten Denker und Persönlichkeiten, die jemals gelebt haben, erweitert. Wenn Duriels Geschichte wahr ist, trägt dies nur zur Legende bei. So wie die Smaragdtafel lange verschollen war und viele Jahre lang für einen Mythos gehalten wurde, stellen Sie sich vor, wie sich unser Verständnis der Menschheitsgeschichte und der Welt verändern könnte, wenn wir die Tafeln finden würden, die Duriel angeblich irgendwann in der Zukunft